Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind Roadmap für die Stronghold Crusader Definitive Edition, Subnautica 2 verliert Führungstrio, riesige Kündigungswelle bei Microsoft, Xbox vor dem Aus, gemütlicher Citybuilder Bell Cretech, G-Rebels bewegt sich auf den Spuren des altehrwürdigen G-Police und neue Einblicke in kommende Manor-Lords-Erweiterungen. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Heute möchte ich euch das überragende Manor Lords empfehlen, welches ihr für gerade mal 22 € garantiert nirgendwo günstiger bekommt und zu welchem ich auch noch gute News für euch habe. Dazu aber gleich noch mehr. This is a roadmap, but not just any roadmap. This roadmap lists all planned updates, both free and paid, coming to Stronghold Crusader Definitive Edition in 2025. Keine 2 Wochen mehr bis zum Launch der Definitive Edition von Stronghold Crusader, im vermeintlichen besten Teil der Serie. Die neue Version fügt neben besserer Grafik und diverser Anpassungen auch einen neuen Koop-Modus samt nagelneuer Koop-Kampagne ins Spiel ein, was definitiv richtig gut klingt. Kurz vor Release wurden uns jetzt auch die Pläne für den Post-Launch verraten. So soll Crusader noch dieses Jahr um 2 große kostenlose Updates erweitert werden, welche zusätzlich jeweils mit einem DLC um die Ecke kommen werden. Das erste Update wird im Herbst erstmals eine 5 Missionen lange Wirtschaftskampagne einführen, in der ihr dann diverse Wirtschaftsziele erfüllen müsst, sowie einen neuen Antagonisten ergänzen. Das zweite Update im Winter soll dann sogar umfassendes Modding hinzufügen und euch die Möglichkeit geben, selbst Gegner, Burgen und ganze Kampagnen individuell zu gestalten. Obendrauf gibt es im Winter dann auch noch eine zweite Koop-Kampagne mit 10 Missionen und diverse neue Maps für den Multiplayer oder Skirmish. Das eben erwähnte ist übrigens alles kostenlos und hat nichts mit den beiden erwähnten DLC zu tun, dessen Inhalt wir noch nicht kennen. Somit sollten Fans der Serie für eine lange Zeit gut beschäftigt werden. July 15th is nearly upon us, and we hope you're just excited as we are about the upcoming release of Stronghold Crusader Definitive Edition. Seit uns Unknown Worlds Entertainment im Oktober 2024 Subnautica 2 angekündigt hatte, hielt man sich mit umfassenden Infos zum Nachfolger, aber bisweilen bedeckt. Im Prinzip wissen wir nur, dass der zweite Teil der Serie diesmal um eine Koop-Komponente erweitert wird und auf den ersten Blick ein ähnliches Gameplay wie im ersten Teil bieten wird. Das Ganze soll noch dieses Jahr in den Early Access auf Steam starten, muss jetzt aber den Abgang der ursprünglichen Gründer des Studios und damit den kreativen Köpfen hinter Subnautica verkraften. Geführt wird das Team jetzt von Steve Patorzis, sorry, falls ich das falsch ausspreche, welcher vorher für The Callisto Protocol verantwortlich war. Das sorgte natürlich dementsprechend für Unruhe in der Unterwasser-Community, weswegen sich das Team jetzt genötigt sah, eine Stellungnahme zu veröffentlichen. So solle man sich keine Sorgen machen und das Spiel wie geplant erscheinen. Außerdem erwähnt man explizit, dass Subnautica 2 als Singleplayer-Erfahrung erschaffen wird und lediglich die Option bietet, das Abenteuer gemeinsam zu erleben. Außerdem wird es, Zitat, keine Abo-Modelle, keine Lootboxen, keinen Battle Pass und keine Microtransactions geben. Und das ist ja immerhin schon mal positiv. Oh mein Gott, was ist da bei Microsoft los? Ich hatte es ja schon in einem Extra-Video vor ein paar Wochen vorhergesagt, aber dass jetzt über 9000 Menschen auf einen Schlag beim Windows-Konzern ihren Job verlieren, nimmt dann doch Ausmaße an, mit denen keiner rechnen konnte. Auch wenn die 9000 Stellen nicht alle auf die Xbox-Sparte fallen, sind die Folgen für die grüne Konsole trotzdem absehbar verheerend. Am härtesten trifft es das Studio The Initiative in Santa Monica, welches aktuell an einem Reboot von Perfect Dark arbeitete und jetzt komplett geschlossen wird. Bei den Turn 10 Studios
also den Entwicklern hinter Forza Motorsport, müssen zudem mindestens die Hälfte der Angestellten gehen, was dann auch ein dickes Fragezeichen hinter diese Serie stellt. Aber auch die Kultschmiede Rare ist betroffen, welche zuletzt an Everwild werkelte, was ebenfalls nun abgebrochen werden musste. Wie viele Angestellte hier entlassen werden, ist aktuell noch offen. Es sind aber auch die Studios Undead Labs mit State of Decay und King mit Candy Crush betroffen. Sogar das Call of Duty Studio Raven scheint einen gehörigen Aderlass hinnehmen zu müssen. Das braucht kein Xbox-Fanboy mehr schönreden. Auch wenn angeblich noch eine neue Xbox-Heimkonsole erscheinen soll, dürfte es das endgültig für die Xbox als ernstzunehmender Player neben Sony und Nintendo gewesen sein. Das war jetzt übrigens schon die 4. Kündigungswelle innerhalb der Xbox-Sparte in einem Jahr, aber 9000 Stellen aus dem Nichts auf einen Schlag ist sogar für die krisengeplagte Gaming-Branche ein neuer Rekord. Nintendo, bitte sofort Rare zurückkaufen. Danke. Weiter geht's jetzt aber mit erfreulichen News. So entsteht aktuell via Willy Studios der Solo-Dev City-Builder Belkritek, welcher so interessant aussieht, dass ich ihn euch zumindest mal kurz vorstellen möchte. Das Spiel möchte vor allem gemütlich sein, euch nicht hetzen und euch einfach eine angenehme Spielerfahrung bieten. So zimmert ihr hier trotz rudimentärer Grafik wirklich hübsche kleine Städtchen samt mittelalterlicher Burgen in eine Landschaft. Dabei gibt's keine großen Ziele oder Hindernisse, eben einfach nur simples, entspanntes Basteln und Bauen. Wer möchte, kann sich schon jetzt einen genaueren Blick über die Steam-Demo machen und für alle, denen das zu langweilig ist, die kommen vielleicht beim nächsten Titel auf ihre Kosten. Control to Alpha 1. Cargo containers located at Spaceport Holding Area. Proceed to Spaceport Dome. Over. Control to Alpha Wing. Follow the waypoints to the Spaceport. Erinnert ihr euch noch an G-Police? Ich tue es tatsächlich und habe es circa anno 1997 als 12-Jähriger auch sehr viel gespielt. Das Ding war scheiße schwer, also zumindest in meiner Erinnerung. Jedenfalls musste ich jetzt beim nun angekündigten G-Rebels direkt schmunzeln, welches sich hier an der uralten Marke schamlos zu bedienen scheint. Anders als im Original scheint er hier aber in die Rolle von Rebellen zu schlüpfen und nicht die namensgebende Polizei zu unterstützen. G-Rebels soll eine actiongeladene Flugsimulation werden, welche in einer dystopischen Open World voller Intrigen, gefährlicher Missionen und natürlich auch waghalsiger Flugmanöver spielt. Nachdem wir schon einige Wochen nichts mehr zu Manor-Lords gehört hatten, obwohl zig Updates im Raum stehen bzw. angedeutet wurden, hat sich nun Chefentwickler Slavic Magic endlich wieder mit einem Update zurückgemeldet. So seien die aktuellen Umbaumaßnahmen so umfangreich, dass sie viele Systeme des Spiels betreffen würden und man diese daher nicht einfach Stück für Stück via Patch an die Gamer ausspielen könne, sondern erst nach Fertigstellung in einem großen Paket. Auch wenn das große neue Update nach wie vor kein Release-Datum hat, gibt es jetzt immerhin ein paar mehr Details dazu, was euch als nächstes erwartet. So wird das Spiel beispielsweise um die Map Divided, also geteilt, erweitert. Hier sollen dann die Ost- und Westseite durch ein kleines Gebirge getrennt sein. Außerdem experimentiert man aktuell mit durchsichtigen Strukturen, damit ihr eure Truppen in Türmen und auf den Wehrgängen und in ebenfalls kommenden Burgen noch erkennen und auswählen könnt. Neben größeren Grafik-Updates, welche Gebäude mit mehr Details versehen und so für mehr Realismus sorgen, erwartet euch auch ein ganz neues Affinitätssystem, durch welches Anbauarten in den Gärten der Wohnhäuser mehr an Einfluss gewinnen. Was das große Update noch alles enthält, habe ich euch in einem gesonderten Video schon im Mai vorgestellt. Gut Ding braucht eben Weile. Vielleicht lohnt sich da dann ergänzend auch nochmal ein Blick. Wie eingangs erwähnt, erhaltet ihr Manor-Lords bei meinem Partner für schlappe 22 €. Und das ist das Spiel in seiner jetzigen Form definitiv schon wert. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. In diesem Sinne, Dienstag geht's hier mit dem großen Wirtschaftsupdate für Pioneers of Pagonia weiter.
Da könnt ihr schon mal gespannt sein und ja, gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren, Video liken und kommentieren. Eben alles, was diesem kleinen Nischenkanal hilft, noch ein bisschen zu wachsen. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.